Good morning, boss. How are you? The last day. Last day. I'm fine. Good. Sind wir am Start der letzten Sonderprüfung. Es ist 12, der Dakar 2020. Stefan Peter Hansel ist eben gerade schon los, den haben wir leider verpasst. Und jetzt geht es gleich auf die Reise für Nasser Al-Attiyah. Die beiden sind im Gesamtklassement 6 Sekunden auseinander. Das heißt, es ist nochmal ganz spannend um Platz 2 bei der Dakar. Nach Nasser wird Carlos Sainz starten, der einen Vorsprung von 10 Minuten hat. Damit hat das Rennen auch noch nicht gewonnen, aber sieht für ihn sehr gut aus. Er muss heute nicht mehr pushen. Trotzdem, schauen wir mal, was passiert. Der Scheißgümmel. Carlos Sainz. So, da haben wir den Kuba und Timo. Und auf geht's in die Wüste. Nächstes Jahr, also 2021, wird man unter zitzewitz.com eine Begleittour zur Dakar buchen können. Und dann ist man bei den interessanten Punkten und sieht das Rennen mal, erlebt das Rennen mal hautnah. Das müsste jetzt Chenil de Villiers sein, der da auf uns zukommt. Naja. Auch er verschwindet jetzt in der Wüste. Good luck, buddy. So, jetzt sind die Jungs auf der Reise. Hoffen wir, dass alles gut geht und dass wir ein cooles Ende gleich haben werden. Auf geht's. So, jetzt sind wir am letzten Biwak hier. SS12 geht gleich los. Letzte Etappe der Dakar 2020. Die Stimmung ist lockerer. Ich muss einmal den Tom filmen. Er sieht so sexy aus in seiner feuerfesten Unterwäsche. Good morning, boys. How are you? Huh? Fuck! Yeah, good. Koen is We are walking out. set. Koen is Set, walking out. it's his over dog. now, huh? Last a cold shower in the camper. Ay, 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 ay. You will miss it. Tom, you look so I sexy. stay another week. You stay so Yeah, sexy. yeah, I'm gonna definitely. miss the small suitcase of the camper. Maybe we'll make a tour in the camper. Morgen. Hast du noch Worte? Nee, ne? Zu kalt. Letzter Aufbruch. Da haben wir die Mechaniker. Da haben wir den Rennwagen. Eine Transportetappe, wenn denn die Strecke identisch ist. Service und Rennwagen. Fahren auch fährt auch die Service Crew dem Rennwagen hinterher, bis er dann abbiegt zur Sonderprüfung. So, hier haben wir jetzt den Final Service. Wir sind kurz vor dem Start der letzten Sonderprüfung. Die Stimmung ist eher gelöst hier bei uns. Es geht um nichts mehr. 4. Platz nach Hause fahren. Ein bisschen anders sieht es aus bei den Top-Minis und bei Nasser Al-Attiyah, da wird nochmal gefightet. Die stehen ein bisschen weiter weg. Da ist auch mehr Action jetzt im Moment. Hier ist nur Ruhe und Abwarten. Das hier ist jetzt die Dakar Village. Und in dieser Dakar Village ist neben Catering auch natürlich ein bisschen Show. Das finale Podium wird hier sein. Jetzt ist hier das erste Podium, wo die Jungs direkt nach der Prüfung rüberfahren. Und heute Abend ist dann hier die Siegerehrung für die Top-Leute. Aber jetzt natürlich auch schon einiges hier los. Und wir kommen genau richtig, glaube ich. Da oben steht gerade der Motorradsieger. Wow, was für ein Timing und was für eine tolle Leistung und ein schöner Erfolg für das Honda HRC-Team. Herzlichen Glückwunsch. Platz 2. Ich weiß nicht, wo der Tobi ist. Den sehe ich jetzt hier gerade nicht mehr. Aber da haben wir nochmal den Sieger.
Fernsehen kann man auch live sehen, das Ganze, weltweit. Ja, der Heinz ist da, Hannes. Ja, da müssen jetzt ein paar Motoren leiden. Die Freude ist riesig, das Rennen war lang, schwierig und dieser Erfolg, auf den hat Honda sehr lange gewartet, viele Jahre daran gearbeitet. Im Hintergrund sehen wir das Finisher-Podium und hier vor ist die Waiting Area und hier warten die ganzen Teammitglieder auf ihre Teilnehmer, ihre Autos. Hier die meisten Jungs von Mini warten auf Carlos und auf Stefan, die gleich kommen. Und auch Nasser müsste im Moment kommen, also Toyota wird im Moment hier aufkreuzen. Und dann kann man mit dem Team zusammen, mit den Sportlern zusammen aufs Podium gehen. Und für heute Abend ist da hinten eine Bühne aufgebaut und da ist dann noch ein Konzert geplant, nachdem heute Abend die Siegerehrung für die Top 3 nochmal war. Eigentlich eine ganz coole Kulisse, es hat schon was. So, da haben wir die 3 Sieger jetzt. Glückwunsch an alle 3. Wartet jetzt hier im Wartebereich darauf, dass man aufs Podium darf. Dort kommen auch noch an. Die größten Emotionen sind natürlich schon vorbei, weil der Zieleinlauf, der eigene Zieleinlauf nach der Sonderprüfung direkt war. Das ist jetzt nur noch hier ein Reinfahren und das Podium fahren. Also cool, coole Leistung von allen. Immer noch warten, bis man aufs Podium darf. Dass wir da hinten finden. Carlos hat seine Fans überall. Da oben sehen wir Carlos Sainz und Luca Cruz, die Sieger der Dakar 2020 auf dem Podium. Und hier direkt dahinter kommt dann als Viertplatzierter Yazid Al-Raqi und Konstantin Silov. Jetzt gehen wir aufs Podium. Gabi Casera, Chef von der Veranstaltung. Eine tolle Dakar geht zu Ende. 2020 zum ersten Mal in Saudi-Arabien. Es war eine gelungene Veranstaltung. Spannend bis zum Ende. Sportliche Herausforderung für alle Teilnehmer in allen Kategorien. Ganz toller Job von Yazid Al-Raqi, meinem Fahrer. Und ich hoffe, dass ich bald wieder bei ihm Auto sitzen kann, um dann noch größere Erfolge einzufahren. Ich möchte mich auf diesem Wege und jetzt auch nochmal bedanken bei den Leuten, die diese ganze Berichterstattung und all das möglich gemacht haben. Also zum einen dem Andi Weber von den Weberwerken. Vielen Dank, Andi. Ich möchte mich bei The Coffee Bay, bei Till bedanken. Ohne Kaffee wäre ich nicht über die Runden gekommen. Und natürlich ganz besonders bei Red Bull, BDI und bei allen anderen, die mich unterstützt haben. Also, vielen Dank und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß damit. Ich habe sehr viele Fragen bekommen zur Dakar, die wir zum Teil nicht beantworten konnten. Wir werden dann noch mal in circa einer Woche einen Insight nachschieben, bei dem ich in aller Ruhe zu Hause die Fragen, die offenen Fragen und ein paar interessante Sachen noch mal erläutern werde und erklären werde, beantworten werde. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier auf dem Weberwerke YouTube-Kanal. Schaut wieder rein, ich würde mich freuen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, meine erste Erfahrung als YouTuber. War eine coole Nummer, also auf bald. Ciao, ciao. لابد ما يطلع فرج بعد الهموم يا الله يا عالم بحالي ومالي تغفر ذنوبي يا إله المصلين. Thank you.